Brigadier im Ruhestand Franz Tesser. Ich bin 1941 geboren, ich war also im Jahre 1968 27 Jahre alt, war damals junger Oberleutnant beim Panzergrenadierbataillon 9. Dieser Verband war in Horn und in Weitra stationiert. Ich habe für alles Russische und Tschechische immer schon einen gewissen Faible gehabt, weil mein Vater 1915 in Engerau, heute Petroschalka, und das ist gegenüber von Pressburg, Bratislava, geboren wurde. Und ich habe die ganze Entwicklung des Prager Frühlings sehr genau verfolgt seinerzeit. Ich habe vor allem im Radio Österreich 1 in den Mittagsjournalen, habe ich also immer wieder verfolgt, was sich hier abspielt und wie das Ganze sich aufschaukelt. Ich habe damals in Horn gewohnt und auffällig war, dass plötzlich die Tschechen gekommen sind. Ja, die Grenze war ja hermetisch abgeriegelt, dass die Tschechen mit sehr vielen alten Autos und sehr viele nach Wien gefahren sind. Und für uns, wir waren eigentlich froh, dass sich das zum Besseren wenden würde, obwohl es schon damals Skeptiker gegeben hat. Und mir ist dann aufgefallen, diese vielen Konferenzen und hat eine große Übung gegeben, eine militärische Übung in der Tschechoslowakei. Eine sogenannte Stabs- und Fernmelderamung, das ist ein Manöver ohne Truppe. Und bei diesem Manöver haben die Warschauer Paktstaaten ganz genau erkundet, wann, wo sie, wie und wie sie das machen werden, den Einmarsch. Und da war auffällig, dass das Ende dieses Manövers immer wieder verschoben wurde. Ja? Das heißt, wir haben dann schon ein bisschen erfahren, die werden nicht fertig mit dem Erkunden und mit der Festlegung der Routen und so weiter. Mhm. Also das hat man auch aus den Medien, ist es auch in den Medien besprochen worden, dass man quasi in den Medien, die Medien waren, speziell der ORF, war natürlich alles sehr froh, dass sich in Tschechien das zum Besseren wendet. Wie wir heute wissen, haben die Russen begonnen, den Einmarsch zu planen an dem Tag, wo der Parteivorsitzende Dubček an die Macht gekommen ist. Das ist Realität. Während man bei uns sich auf den Vietnamkrieg und gegen den Vietnamkrieg hier ausgesprochen und demonstriert hat, war das also unseren Leuten, was der Kommunismus macht, so wie heute eher wurscht. War das Interesse mehr an Vietnam als wie bei Ihnen war es halt anders, weil Sie durch Ihren Vater sozusagen ein bisschen Affinität zu dieser Region gehabt haben. Es hat ja das Ganze aufgeschaukelt, wie man sagt, und ich bin dann im August, also um den 21. August herum, auf Urlaub geschickt worden. Ich meine, ich hätte natürlich nicht gehen müssen, aber man hat mir gesagt, Urlaub nehmen. Und bin zu einem Freund nach Scheips gefahren. Und da haben wir in der Früh dann am 21. August sind wir frühstücken gegangen. Plötzlich sehe ich da schon der Mariebeamte mit Tornister und Karabiner. Ich habe gefragt, was ist los? Und ich gesagt, die Russen sind in der Tschechoslowakei. Wie heißt das, Maria? Hat es kein Handy gegeben natürlich. Ja. Ich bin in das Bezirksgendarmeriekommando, habe mich dort ausgewiesen, habe gebeten um ein Dienstgespräch nach Horn, um mich zu informieren, was hier los ist. In der Zwischenzeit ist es 7 Uhr geworden und es hat das Morgenjournal begonnen und der damalige Bundeskanzler hat zu den Österreichern gesprochen. Der Inhalt, nicht der Wortlaut, der Inhalt war etwa so: liebe Österreicher, liebe Gäste, es braucht sich niemand Sorgen zu machen, die Sowjettruppen und der Warschauer Pakttruppen sind einmarschiert, es ist alles getan, es ist die Gendarmerie, es ist die Zollwache, es ist die Feuerwehr, es ist das Rote Kreuz und das Bundesheer wurde auch alarmiert zu Leben erwähnt. Die Gendarmen haben mich so angeschaut, ich bin knallrot angelaufen, habe mich geschämt wie selten in meinem Leben. Ist das Gespräch zustande gekommen, ich bin selbstverständlich sofort eingerückt und das Auffälligste war, dass die Truppen noch in der Kaserne waren. Ja?
Ja, wieso sind die Truppen noch in der Kaserne und nicht in Verfügungsräumen? Es ist extra befohlen worden, wir dürfen die Kaserne nicht verlassen. Da kommen wir schon zu den militärischen, da muss ich noch erzählen, was wir dann erfahren haben. Die politische Führung, ja, die ist also völlig überrascht worden, obwohl uns auch unser Geheimdienst gewarnt hat, obwohl man das Heranführen der Warschauer Pakttruppen aufgefallen ist, ja, hat niemand geglaubt. Ja. Das Auffinden des Bundeskanzlers war ein großes Problem, das Auffinden des Verteidigungsministers war noch ein viel größeres Problem. Ja. Und die Maßnahmen, die gesetzt waren also für uns vernichtend. Ja, vernichtend. Das dürfte das Bundesheer die Reichsstraße 4, also Bundesstraße 4, heute Bundesstraße 2, nach Norden nicht überschreiten. Es wurde ein Panzerbataillon in unserem Bereich aus St. Pölten wurde nach vorne eine Kompanie am Truppierungsplatz, aber nach weiter Norden durften wir nicht. Die Bevölkerung hat natürlich keine Ahnung vom Primat der Politik. Die Bevölkerung an der Grenze, die russischen Panzer gehört und gesehen hat, Angst und Schrecken, gesagt, wo ist das Bundesheer? Ja? Und die haben also geglaubt, wir wollen nicht oder trauen uns nicht. Und wir sind von den Leuten hier zur Rede gestellt, von der Zivilbevölkerung beschimpft worden, beinahe attackiert worden. Ja? Wo seid ihr? Jetzt traut ihr euch nicht und so weiter. Ja? Also für uns war das fürchterlich, ja, fürchterlich. Wie war da Ihr Gefühl quasi, dass man da jetzt so, wie war da Ihr Gefühl, weil man jetzt, weil das Bundesheer ist, eigentlich helfen will, nicht darf? Ja, und dann das war also ein schreckliches Gefühl. Ja. Ja. Ein schreckliches Gefühl war das. Ja. Und das Zweifeln der Bevölkerung, ja, ob das Militär in der Lage ist, aufgrund dessen dann den Auftrag zu erfüllen. Das war fürchterlich für uns, fürchterlich. Und man ist ja auch ein bisschen machtlos, weil man die Befehlen ausgeliefert wird. Natürlich, das Bundesheer ist dem Primat der Politik ausgeliefert. Während man sich 1956 bei der Ungarnkrise, wo wir noch nichts gehabt haben, ja, keine Panzer, da hat man sich getraut. 1968 hat man sich nicht getraut. Ja. Und warum denken Sie, dass es so war, dass es quasi man sagt dann immer, nicht provozieren wollte? War da wir nicht provozieren würde. Wie kann ein neutraler Staat in seinem eigenen Land jemand provozieren? Ja? Natürlich keine Rede von einer möglichen Provokation. Keine Rede. Ja? Das ist natürlich schon. Und auch das, wie gesagt, damals der Grenzschutz nicht einberufen. Die Grenzschutzsoldaten sind zu uns gekommen in voller Uniform. Jetzt sind wir da, wir müssen sie heimschicken. Ja? Die haben die Welt nicht mehr verstanden. Ja? Es hat also wehrpolitisch eine Katastrophe gewesen. Unsere wehrpolitische Aufbauarbeit ist mindestens 10 Jahre ist sie also verschoben worden und war zunichte. Ja. Meine später verstorbene erste Frau war damals in einem Horner Betrieb und hat also gehört, was die Leute sagen. Ja, war uns vernichtend, vernichtend. Ja, schwierig, ne? Weil es an der Grenze will eigentlich helfen oder man will natürlich Präsenz zeigen, ne? Dann darf man das nicht. Man weiß heute, dass die Warschauer Pakttruppen in etwa der 3- bis 4-fache Stärke dessen einmarschiert sind, was notwendig war zum Einmarsch. Ja, sodass eine mögliche Weiterführung durchaus von der Stärke her denkbar gewesen wäre. Und man weiß den alten Traum der Russen, ans Mittelmeer zu kommen, ja, den sie bis heute nicht erfüllt haben. Ja. Und damals ja natürlich im Kalten Krieg doch viel eher eine Option war. Und hat es damals diese Gerüchte auch gegeben, dass man gesagt hat, die sind so viel und so große Zahl einmarschiert und es hat natürlich Gerüchte gegeben, was kann sein. Es hat einmal einen Vorfall gegeben, wo man eine russische Panzerkrone von schweren Kampfpanzern festgestellt hat, die sich also Richtung Österreich bewegt, durch Urlauber oder beziehungsweise durch die heimgefahren sind, Österreicher.
Und man hat aber dann nichts mehr gehört davon und das konnte man nicht feststellen. Es sind ja nicht einmal an den Grenzstellen Verbindungsoffiziere gewesen. Das haben wir alles nicht machen dürfen. Ja. Weil sozusagen nur die Zollwache und die Gendarmerie. Die Zollwache, das ist eine super Truppe gewesen. Ja. Aber natürlich von den militärischen Dingen hat sie keine Ahnung. Ja. Die erkennen nicht, welche Panzertypen und was man daraus schließen kann und so weiter. Nicht? Wie viele Panzer, welche Einheit sind. Ne? Weil sie ja auch diese Informationen dann nicht gehabt hat. Richtig. Ja. Es hat noch, es ist ja dann viel geredet worden drüber und wie die Russen, also hier, wenn wir die Warschauer Pakttruppen agiert haben. Weißt du, ob ich die Geschichte erzählen darf von der Brücke in Pressburg, in Bratislava. Ja? Da war damals noch die alte Donaubrücke. Heute gibt es eine große Autobahnbrücke und die war relativ schmal. Und wenn wir mit einer Panzerkolonne über eine Brücke fahren, dann fährt vorher ein Grat drüber und wird abgesperrt. Und dann fahren die Panzer. Die Russen sind einfach gefahren. Und ist ein österreichischer LKW entgegengekommen. Und mitten auf der Brücke sind die beiden also zum Stehen gekommen, weil die Brücke zu schmal war. So ein russischer Offizier mit einem Beiwagenrad nach vorne gebracht worden, hat dem österreichischen Fahrer die Maschinenpistole angehalten und ist zurückgefahren. Der Österreicher ist zurückgefahren, hat nicht lang gedauert, hat sich der Anhänger völlig verkeilt natürlich. Ne? Da hat man Soldaten geholt und man hat den Anhänger dann händisch zurückschieben müssen und dann ist der LKW zurückgefahren und man hat also eine große Zeit eigentlich verloren dort. Dass die zwei auf der Brücke aufeinander getroffen sind. Ja. Also, und haben Sie damals auch wegen Flüchtlingen, das war ja natürlich auch ein Thema, das Sie wir haben damals auch unter anderem auch wegen der Flüchtlinge, oder es wäre ja möglich gewesen, dass tschechische Truppen versuchen, auf die österreichische Grenze auszuweichen nach Österreich. Deswegen hätten wir es so wichtig gefunden, dass wir also vorne an der Grenznähe zumindest sind. Ja? Und zu den Flüchtlingen, da war in der Horner Kaserne waren 60 Gendarmeriebeamte, die waren dort also als Einsatzreserve, wenn Flüchtlinge kommen sollten. Aber von Flüchtlingen haben wir, pardon. Aber in Horn die Soldaten sind ja abgezogen worden von Horn, oder? Nein, die sind in Horn geblieben, eben nicht abgezogen worden. Okay. Eben nicht. Aber in Weitra sind das in Weitra war das was anderes. Ja. Die Kompanie in Weitra ist, die auch zum Panzergrenadierbataillon 9, zum Horner Bataillon gehört. Ein Bataillon hat also 4 bis 5 Kompanien. Und eine Kompanie war in Weitra, die wurde von Weitra abgezogen und hat ein paar Kilometer außerhalb von Weitra hat sie den sogenannten Verfügungsraum gehabt. Ja. Das ist im Gelände ein Raum, meistens irgendwo an einer Straßenkreuzung, um von dort eingesetzt zu werden. Ja. Das ist also auch für die Bevölkerung völlig daneben gegangen, denn die Leute in Weitra haben geglaubt, die Kompanie gehört für Weitra, ne? Was natürlich völlig falsch ist. Für Weitra hätten Grenzschutzsoldaten, die hat es schon gegeben, damals wurden aber nicht einberufen. Ne? Und ich war später dann Kommandant des Panzergrenadierbataillons 9, wo ich, wie gesagt, auch weiter dazugehört. Und der jetzt schon lang verstorbene Bürgermeister hat mir von härterer Runde, wenn man also ein bisschen lustig war, immer gesagt, naja, wenn es gefährlich wird, fahrt ihr weg. Ne? Und haben wir ihm nicht zu erklären, dass das taktisch natürlich völlig richtig war. Ne? Wir haben dann die Verfügungsräume allerdings dann anders gelegt, vor Weitra, sodass sowas nicht mehr hätte passieren können. War aber taktisch nicht mehr so richtig wie vorher. Okay, also diese Taktik war dann gar nicht zu erklären, weil da hat man kein Verständnis in der Bevölkerung. Und Freistadt ist ja besetzt geblieben, ne? Also mit dem Soldatenkaserne. Ja, der Freistadt ist ja auch. Das ist glaube ich, noch geblieben, ja. Und dann ist im Mühlviertel hinauf da diese, wie heißt das da, Zwettl und der Rodel und so weiter. Da sind auch Truppen hingekommen, aber auch nicht an die Grenze. Ja, aber Freistadt ist das Einzige, weil das ist nur 15 Kilometer weg. Ne? Das ist sozusagen. Aber das war halt dieser eine Punkt sozusagen. Ich muss dazu sagen noch, die Alarmierung der Truppe, die hat funktioniert so gut wie nie zuvor. Ja. Während bei einer normalen Alarmierung hat man immer wieder vorher mal was gehört, es könnte was sein. Da haben wir nichts gehört. Ja. Es hat tadellos funktioniert. Und ich muss natürlich auch positiv sagen, die Truppen,
sind auch sehr oft auf den Truppübungsplatz gefahren, um dort zu üben und zu schießen. Und die Truppe hat einen besonders hohen Grad an Einsatzbereitschaft erreicht. Das muss man schon positiv sagen. Man muss auch positiv sagen, dass nachher viele Maßnahmen, die wir bekrittelt haben, verbessert worden sind. Nachher. Na, und was ich mir ganz kurz zu achten sehe, aber damals hat man schon geglaubt, oder, dass das geht. Ich glaube, ich habe dieser menschliche Ansatz des Kommunismus. Also das war ja bei den tschechischen Reformen schon, hat man das bei uns auch geglaubt? Ja, man hat schon, wie man immer wieder gehört hat, naja, vielleicht ist das eine Möglichkeit, ja. Aber wie gesagt, wie dann diese ganzen Konferenzen waren, da war das Tschernanatisu, wo die Russen immer wieder zum Übernachten auf russisches Gebiet gefahren sind, ja, so nebenbei bemerkt. Ja. Und da hat man dann schon was erwartet. Und wie man dann auch gehört hat, die Deutschen, nicht? Speziell da war nur der Ulbrich, glaube ich, noch nicht der Honecker, ne? Den hat das nicht gar nicht gefallen. Ne? Man hat auch gehört, die Rumänen waren besonders dagegen, gegen diesen Kommunismus mit menschlichen Antritts. Und die haben da ja auch gedrängt. Ne? Von den Russen selber weiß man, der Breschnew hat ja eigentlich gar nicht wollen. Der war ja eher ein gutmütiger Mensch, aber es ist ihm dann natürlich nichts übrig geblieben. Ne? Die Hardliner haben sich dann natürlich auch entsprechend durchgesetzt. Ja. Was wollte ich noch sagen jetzt? Aber das zum Breschnew. Ja, genau. Wie sie das gemacht haben und wie sie den Einmarsch gemacht haben, mit den ersten Maßnahmen, ja, sie haben ein paar Tage schon vorher, haben sie den Bahnhof in Kaschau, haben sie schon in Besitz genommen, denn dort ist der Wechsel der russischen Breitspur mit der europäischen Normalspur, und dieser Bahnhof war sehr, sehr wichtig für den Nachschub. Wenn man denkt, wie sie das gemacht haben mit der Landung der Flugzeuge in Prag, ja, da gibt es typisch Diktatur, Parallelen mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, wie die Deutschen das gemacht haben. Ne? Gibt es durchaus wie die Diktaturen das machen. Die eine Diktatur nicht besser als die andere. Ne? Und wann war für Sie vom Bundesheer jetzt quasi klar, jetzt ist wieder Normalbetrieb? Na, das hat doch mehrere Wochen, es war so etwa im September. Es hat dann nochmal ein retardierendes Moment gegeben, wo man geglaubt hat, es wird nochmal irgendeine Offensive gestartet, aber da hat es nochmal Alarm gegeben zu einem Wochenende, aber das hat sich dann eigentlich in unter Anführungszeichen natürlich wohlgefallen aufgelöst. Und von der Truppe her quasi, also ich stelle mir jetzt das gerade vor, wenn man jetzt sitzt in der Kaserne, wartet, ne? Also wie die Stimmung dann dort ist. Ne? Die Stimmung war für uns eindeutig am Boden. Ne? Ja. Da heißt das so schön, 3/4 seines Lebens wartet der Soldat vergebens und den Rest der Zeit ist er abmarschbereit. Ja. Und so war es dort. Ja. Wir haben ich bin einmal mit den Bataillonskommandanten an die Grenze, es haben so Erkundungen einzelner Personen schon stattfinden können, aber keine Truppe. Hat man da als mit Uniform? Ja, schon. Hat man schon als Militär? Uniform, Pistole, ja. Und auch geladene Pistole. Weil ich kenne eine Geschichte von einem Freistädter Soldaten auch, der die Verbindung, die Telefonleitungen gelegt hat und der, wann an die Grenze wollte, hat er sich als Zivilist angezogen. Also er hat zwar die Uniform gewechselt. Das kann durchaus, dass da irgendwo auch solche Maßnahmen gegeben hat. So heikel war es. Grenze ist ja dann natürlich auch wieder viel. Die Warschauer Pakttruppen haben ja die Grenzen nach innen abgesichert. Und Flüchtlinge bzw. Truppen, die tschechische Truppen, weil ja die möglichen tschechischen Truppen nach Österreich versuchen durchzubrechen. Ja. Hätte ich noch kurz eine Frage zu den Grenzverletzungen, solche hat es ja auch gegeben. Ne? Also, ja, die Grenzverletzungen hat es gegeben, die sind aber in so einem Fall, also
Das ist normal, normal ist vielleicht übertrieben, aber es ist kommt zum vor. Beispiel bei Retz ein russischer Hubschrauber gelandet, da unter Retzbach, aber das kommt immer wieder vor. Es hat auch immer wieder Grenzverletzungen gegeben während der normalen Zeit, also noch bevor das, sowohl von österreichischer als auch von tschechischer Seite, kleine Grenzverletzungen hat man einfach toleriert.